Folge von Julius Camp bin ich mit dem Andreas, meinem Kameramann, auf eine dreitägige Skitour in den Fyllefjellet Nationalpark aufgebrochen. Bei Sonnenschein und Nebel haben wir unser Tagesziel erreicht, ein Camp aufgebaut und hier die erste Nacht verbracht. Guten Morgen zum Wetterbericht. Draußen hat es minus 9,5, drinnen minus 6. Ja, aber es war angenehm eigentlich in der Nacht. Sich im Zelt anziehen ist immer so eine Sache, weil alles so eng ist. Das Wichtige im Winter, wenn man draußen ist, ist, dass man sich in unterschiedlichen Schichten anzieht. Und das Gleiche gilt auch für die Schuhe. Und das Problem ist jetzt, wenn man tagsüber schwitzt im Schuh, dann geht die Feuchtigkeit vom Fuß in den Schuh und nachts überfriert es und am Morgen hat man Eis im Schuh. Und ich mache es jetzt einfach so. Meine erste Sockenschicht aus Wolle, darüber kommt ein Plastiksack und dann ein zweiter Socken. So, und somit bleibt die Feuchtigkeit am Fuß, aber geht nicht in den Schuh. So, dann schauen wir mal raus. Oh wow. Ich muss ein bisschen in die Sonne gehen. Wirklich gar kein Wind. Vor 9 Jahren war ich schon mal hier. Damals bei anderem Wetter. So, jetzt erstmal Wasser schmelzen. nicht Wasser schmelzen, Schnee schmelzen. Okay, dann auf geht's am Tag 2. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Lagerplatz für die Nacht. Haben zuerst überlegt, ob wir auf den Hügel raufgehen, aber das ist ein bisschen zu windig und darum werden wir jetzt runter ins Tal gehen. Aber hier im Rückweg haben unsere Spuren eine andere Spur gekreuzt. Und von dem, was ich hier erkenne, würde ich auf einen Wolf tippen. Erstens, es wird kein Hund hier einfach so frei herumlaufen, ohne andere Spuren. Und dann auch noch von der Größe her, also die Spuren von einem Wolf sind so Handteller groß. Das wird einerseits stimmen und auch vom Spurverlauf. Treten sie mit den Hinterläufen dorthin, wo die Vorderpfoten waren. Das trifft auch hierauf zu. Also von allem, was ich weiß über Wolfsspuren, müsste das eine Wolfsspur sein. Ich glaube, ich habe eine Unterkunft für diese Nacht gefunden. Ich glaube, ich habe noch nie so tief runtergraben im Schnee. Also jetzt bin ich gerade am Boden. Also ich stehe jetzt gerade am Boden. Das wird eine wunderbare Schneehöhle. So, das ist jetzt schon mal eine sehr schöne Höhle. Ich habe genügend Platz, um mich hier hinzulegen. Die Füße dahin, Kopf in diese Richtung. Das sollte klappen. Jetzt werde ich nur noch einen Eingang bauen, Stufen und idealerweise dann noch ein bisschen zu. Ich probiere da jetzt Blöcke rauszuschneiden, um da so eine kleine, wie nennt man das, ein kleines Gewölbe zu bauen.
So, fertig ist es. Jetzt geht es erstmal ans Abendessen. Noch nicht ganz. Der Wind hat zugenommen und Schnee hereingeweht. Als Lösung versuche ich, einen Tarp über den Eingang zu spannen. Verankert mit einer Improvisation aus verfügbaren Gegenständen. Das Praktische ist da, man kann sich das Trinkwasser einfach von der Wand kratzen. So, das ist durchgezogen. Das ist sehr heiß. Ja. Hallo und herzlich willkommen in Jojos Camp. Darf ich euch kurz herumführen? Also hier ist der Schlafbereich. Da drüben ist das Eck für die Lampe und das andere Eck für das Temperaturmessgerät. Es hat im Moment draußen 3,4 minus und innen minus 2,7. Also es ist drinnen wärmer als draußen. Das ist schon mal positiv. Hier drüben gibt es noch ein Eck mit Stauraum, mit persönlichen Gegenständen und ein bisschen Ersatzkleidung. Da hinter mir ist das Rentier, das mich da ein bisschen schützt. Und ja, es ist wunderbar. Bin sehr gespannt. Also draußen windet es sehr stark. Es kommt jetzt vielleicht ja, am Eingang ein bisschen Schnee. Aber ich bin gespannt, wie es morgen in der Früh aussieht. Und werde jetzt schlafen gehen. Bis morgen. Gute Nacht. Der Schlaf in einer Schneehöhle ist nicht immer ungestört. Und die Umgebung des Nachtlagers beeinflusst die Träume. Erinnerungen an die stürmische Tour von damals. Und an das, was unser Ziel des nächsten Tages sein soll. Guten Morgen. Ja, es hat geschneit in der Nacht. Und es ist ja alles, also es ist ja alles weiß. Klarerweise ist ja alles weiß. Aber es hat hier ein bisschen reingeschneit. Das ist meine Hose. Die werde ich ausgraben. Wow. Ich habe mich schon gewundert, in der Nacht ab und zu hat es ein bisschen im Gesicht gekitzelt. Das war der Schnee. Mal schauen, wie ich mich hier ausgraben kann. Der Schlafsack ist durch den Schnee in der Nacht feucht geworden und ich müsste ihn trocken bekommen, wenn wir noch mehrere Tage unterwegs wären. In diesem Fall kann ich aber einfach alles feucht einpacken und dann am Abend zu Hause aufhängen. Okay, wir sind Schneehöhle. Let's find the tree. Unser Ziel heute, den höchsten Wasserfall und den ältesten Baum Schwedens zu finden. Was in der weiten Einöde, wo ein Baum dem anderen gleicht, gar nicht so einfach ist. Aber glücklicherweise gibt es Zäune und Tafeln. Das hier ist der Old Chico.
wird er genannt, ist angeblich einer der ältesten Bäume der Welt. Würde man gar nicht vermuten. Hier steht, also das, was man hier sieht, dieser Stamm, der ist nur rund 400 Jahre alt. Das Besondere sei aber das Wurzelwerk. Das ist angeblich laut Radiokarbondatierung 9500 Jahre alt. Das muss man einfach so glauben. Genauso wie man vieles glauben muss, das man nicht sieht. So wie heute bei der Aussicht. Da hinten ist auch der höchste Wasserfall Schwedens, den wir vielleicht noch zu Gesicht bekommen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Da unten sieht man das Gebäude, wo wir gestartet sind, oder nicht gestartet, wo wir geparkt haben. Das ist unser Ziel. Jetzt müssen wir allerdings nur diesen Berg da runter kommen. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, wie gut das funktioniert. Aber wir probieren es einfach mal. Oh, okay, all good. Ist ein bisschen schnell geworden am Ende. Okay. Wuhu. Hallo. Bei meinem letzten Besuch an diesem Ort war der Pfad zum Fuß des Wasserfalls ausgetreten und die Sicht etwas besser als heute. Das ist der Nipskär, das ist der höchste Wasserfall Schweden mit 93 Metern. Im Winter ein riesiges Eisgebilde und ist auch sehr bekannt bei Eiskletterern. Im Moment ist aber niemand dort. Aber hier fliegen ein paar nette Vögel. May I join you here? So, das war es jetzt hier vom Wasserfall und vom Vögelfüttern. Jetzt geht's zurück zum Auto. Und so geht unsere dreitägige Skitour im Fyllefjellet Nationalpark zu Ende. Nach dieser etwas extremeren Tour freue ich mich schon wieder auf mein Camp zu Hause und den Frühling. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche euch selber viel Zeit in der Natur und bis zum nächsten Mal in Jojos Camp.